John, amüsieren Sie sich? Solange die Bar offen ist, Stadtrat. Guter Mann, trinken Sie einen auf mich. Danke fürs Kommen. Hey, danke für Ihr Kommen und willkommen auf meiner kleinen Party. Also, wie ihr wisst, war es eine harte Zeit. Vor 3 Jahren ist mein Sohn Billy gestorben. Im Bandenkrieg. Unschuldig. Als Opfer einer Krankheit namens organisiertes Verbrechen. Seit dem Tag lebe ich nur, um diese Krankheit auszumerzen. Aber heute feiern wir meinen 50. Geburtstag und die bessere Zukunft von Lost Heaven. Wir werden diese Kriminellen aus der Stadt jagen und wie Ratten ertränken. Danke, danke euch allen. Und jetzt das Feuerwerk, ha?
an ihm dran! Was glaubst du, was ich versuche? Der will es von dem Zug schaffen, wir auch! Hätte schlimmer kommen können. Wir müssen dich nicht vom Zug kratzen. Er hatte einfach nur ein Riesenglück. Sergio Morello hat immer Glück. Er hat sogar mehr Hirn als sein Bruder abgekriegt. Wir kriegen ihn, Boss. Nein, ich ziehe euch ab. Ihr seid einfach vom Pech verfolgt. Tommy hat Gilotti ausgeschaltet. Und jetzt haben alle Politiker Angst vor ihm. Vielleicht kann er Sergio kalt machen. Was muss ich über diesen Kerl wissen? Abgesehen davon, dass er mehr Glück als Verstand hat. Sergio bringt am meisten Geld. Kontrolliert die Gewerkschaften, also kontrolliert er die Dogs. Und er kassiert bei allen Einfuhren mit. Wenn wir ihn umbringen, verliert Morello einen Großteil seiner Einnahmen. Wie kann ich an ihn rankommen? Ich will nicht wie die zwei an einem Baum enden. Du wirst seine Asche verstreuen. Spezialanfertigung. Bring das unter seinem Auto an und sobald er den Schlüssel dreht, gibt's ein Feuerwerk. Ist das Ding sicher? Nicht fallen lassen, schütteln, daneben rauchen, ist sicher. Boom! Tu es, Tommy. Für alle, die Morello getötet hat. Und das Geld, das er uns gestohlen hat. Ich kümmere mich drum, Boss. Sie würden nie herkommen. Ich habe früher für ihn gearbeitet. Wenn Morello aufwacht und bewaffnet kommen will, kommt er bewaffnet. Nee, würde er nicht. Er hört auf sein Bauchgefühl. Und wenn er was hat, dann ist das Bauchgefühl. Er würde Little Italy brennen sehen. From the news desk of WLH 570, a special report on crime in our city. It had been hoped by lawmakers and the general public alike that the end of Prohibition would cut off the mob's air supply. But 2 years since the repeal of the 18th Amendment, it seems to have merely added fuel to the conflagration of crime that engulfs the country. It would appear that removing the conditions that created a new type of virulent gangsterism is not going to remove the problem. The criminal empires that amassed such wealth and power in the last decade and a half are simply too powerful, too deep-rooted to simply be swept away. The more established of these organizations are consolidating their power. The competition between them continues to bring violence and bloodshed into the public square. We saw this at Empire Bay with the Vinci Moretti War that ended in the car bomb killing of mob boss Tommaso Moretti. Gangs such as the Vinci family are now, in many cases, highly sophisticated, well-organized international operations. They owe their success to their brutality and to the many lawmen and legislators in their pockets. Yes, don't allow yourself to be mistaken. The mob may be the instigator, the driving partner, but the corrupt politician or the dirty cop is the facilitator, and both roles must be played for organized crime to flourish. I've heard it mentioned in certain newspapers that the upward trajectory of the economy would quell the mob's opportunities to exploit police and lawmakers. That, sadly, doesn't appear to be the case. Those engaged in corruption are not doing so to put food on the table.
City officials and public servants earn more than most, and did so even at the height of the Depression. So that, frankly, does not wash. Plenty of people far worse off live without sin. As we have seen in Lost Heaven, standing up to the mob can be a dangerous game. Suspected mob hits carried out against officials in a number of American cities attest to that. What are our state and federal governments doing to ease public concerns? What can we expect from J. Edgar Hoover and his BOI, now renamed the Federal Bureau of Investigation? Are we truly powerless in the face of such callous disregard for human life? We shall let you know if we ever receive answers to these questions. This concludes our special report. Scheduled music programs and regular news bulletins brought to you by Lost Heaven Radio. Ja, das ist Sergios Wagen. Wie komme ich da nur ran? Das muss ich mir ansehen. Wieso sollte es meins sein? Woher zum Teufel soll sie das wissen?